Und ich wusste ja schon, dass das anstrengend wird, aber dass es so hart wird, hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Ja, und ich bin da wirklich teilweise, also emotional wirklich fast zerbrochen daran und ich wollte einfach nur noch aufhören, nur noch verkaufen und weg damit und irgendwie mein Geld zurückbekommen. Ich bin Andi, ich bin 45 Jahre alt und ich bin kurz davor, eine große Reise zu starten. Ich werde meinen LKW hier nach Kanada verschiffen und dann fahre ich 1, 2 Jahre oder länger Richtung Süden. Das ist ein altes Feuerwehrauto, also wenn man Mercedes T2 814 DA, DA steht für Dieselrad, das heißt ein 4x4, ist in der Schweiz gewesen, war ein Leiterwagen und war, glaube ich, 30 Jahre lang im Einsatz, genau. Und ich habe ihn damals gekauft vor fast 7 Jahren. Da wurde er ausgemustert und in Holland gibt es einen Händler, der mit alten Feuerwehren, Behördenfahrzeugen und so weiter handelt. Dann habe ich das gekauft, habe es in den Süden gefahren, nach Konstanz und dachte, den baue ich jetzt dann einfach mal um. Genau. Davon sieht man jetzt nicht mehr so viel, aber ja, 814 von 1994 ist quasi brandneu. Der hat 12.000 Kilometer auf dem Tacho, also der ist noch gar nicht gefahren und ist in sehr, sehr gutem Zustand. Und diese T2 sind eigentlich dafür bekannt, dass sie wie so kleine Panzer gebaut wurden, alles sehr grob und schwer und unkaputtbar mehr oder weniger. Und das ist das letzte Fahrzeug von Mercedes, das keine Elektronik hat, so gesehen, also keine Motorsteuerung hat. Das heißt, es ist alles mechanisch. Ist dafür bekannt, dass er gut reparierbar ist, egal wo man auf der Welt ist. Und ich will mehr oder weniger mal um die Welt fahren mit dem Auto. Und das heißt, mit dem Sprinter zum Beispiel oder so einem Iveco, wenn da halt irgendwas kaputt ist, dann musst du erstmal einen IT-Spezialisten gefühlt einladen, damit er seinen Computer da ansteckt und alles reparieren kann, die ganzen Programme laufen kann. Das ist halt bei dem nicht der Fall. Es ist natürlich nicht das schnellste Auto, es ist auch nicht das leiseste Auto und es hat auch keine Klimaanlage. Aber dafür ist es schön. Ja. Das war eine dieser merkwürdigen Entscheidungen in meinem Leben, die super gut geplant war, aber dann komplett anders gelaufen ist. Aber ich habe auch erst nach kleinen Autos gesucht. Na, dann ja, so ein Bus zum Beispiel, ne? Aber ja, ich bin einfach 1,90, dann passt er halt nicht so gut rein, wenn es mal länger regnet. Dann ist man aber beim Sprinter, dann, ja, das wird ja irgendwie noch gehen. Und dann war ich auf einer Hochzeit eingeladen in Frankfurt und bin dann von Frankfurt, habe ich geplant, einen Camper auszuleihen und dann auf die Lofoten zu fahren damit für 5 Wochen. Einfach um zu testen, ob ich Autofahren oder Autoreisen überhaupt mag, bevor ich mir ein Auto selber kaufe. Das hat sich irgendwie noch ganz gut für irgendwie intelligent angehört. So, und dann hat aber 2 Tage vor der Hochzeit hat in Holland also Anbieter diesen LKW angeboten. Das war dann ein altes Feuerwehrauto. Und ich dachte so, ja gut, jetzt bin ich nur in Frankfurt, dann fahre ich da kurz auf dem Weg, auf Lofoten fahre ich da jetzt mal ganz kurz vorbei. Also mehr nicht. Und dann bin ich da hochgefahren zur Hochzeit. Am nächsten Tag steige ich in den Camper und fahre nach Holland. Das war so eine Tagesreise. Und dann macht weiß ich noch, der Händler macht so die Garage auf und dann stand so dieses alte Feuerwehrauto und ich habe mich einfach instant verliebt und habe es direkt gekauft, obwohl ich genau eine Nacht im Auto davor geschlafen habe. Und dann bin ich auf die Lofoten und habe es zum Glück auch gemocht. Ja, was vielleicht besonders ist die Farbe. Das ist eine Originalfarbe von einem Land Rover Serie 1 aus den 70ern. Weil das Auto habe ich umgebaut eine Zeit lang, also ein paar Jahre lang, bei einem Restaurateur von Land Rovern am Bodensee. Und das heißt, mein Auto war umzingelt von alten Land Rovern. Und irgendwann kam halt die Frage, was für eine Farbe möchte ich eigentlich für meine Lackierung haben. Und dann standen die Land Rover um mich herum und ich sagte, okay, die Serie 1, das ist einfach eine schöne Farbe. So dieses Minzgrün mit diesem, ich glaube Elfenbein nennt man das da oben, dieses Weiße. Gefällt mir wahnsinnig gut. Was geblieben ist von der Feuerwehr ist dann noch, das sieht man da, das sind die Sirene, die ist noch dran und die funktioniert auch. Also das ist extrem laut, wenn ich die anmache.
und ist wirklich so als letzte, sagen wir mal, Notreserve gedacht, wenn mal irgendeine Situation ist, dass ich mal ein paar schlafende Kühe weghupen muss, dann werde ich die wahrscheinlich mal einsetzen, genau. Es kam dann noch diese Kabine drauf. Das ist eine Alukabine, die beplankt ist mit ganz dünnem GFK. Und dazwischen ist sie natürlich beschichtet. Der Vorteil, glaube ich, von Aluminium gegenüber reinem GFK ist halt, das ist ein paratischer Käfig. Das heißt, gerade bei Unwetter und Blitzen und so weiter wird das halt hier abgeleitet. Das ist so sicherheitstechnisch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Gewichttechnisch ist fast gleich schwer wie GFK. Hat eben so ein paar kleine Vorteile. Genau. Und ja, dann kamen nach und nach so die ganzen Anbauteile ran, also eben diese Stauboxen, da sind verschiedene Dinge drin, also da ist so eine kleine Außenküche drin, auf der anderen Seite ist der Tank drin, ansonsten ganz viel Stauraum, Echtglasfenster habe ich dann verbauen lassen, die kleine Markise, wenn es mal richtig heiß wird, genau, dann kann da mal vielleicht aufmachen. Das ist so. Also das ist quasi der Stauraum unterm Bett. Aufmachen. Und das ist zum einen Stauraum, es ist aber auch dann hier, das ist jetzt noch geschlossen, das sieht man vielleicht nicht so gut, aber hinter dem Gitter, das ist die ganze Elektronik ist dahinter. Genau. Und auch noch so ein optionaler Anschluss für so eine Solartasche. Also die kann man so hinstellen. Also ich habe zwar fast 950 Watt Solar-Peak auf dem Dach, also das reicht massiv. Aber wenn man irgendwie mal länger in dem Wald steht zum Beispiel, ne, dann kommt von oben wahrscheinlich dann nicht mehr so viel. Und dann könnte man theoretisch noch eine Solartasche irgendwie kaufen und dann so schön in die Sonne stellen. Genau. Ja, hinten ist einfach Ersatzrad noch dran und Sandbleche sollte ich mich mal irgendwann festfahren, was wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist. Genau, und oben sieht man dann noch, da sind so zwei Sachen dran. Ich habe einen Starlink Mini dran, aber auch noch so einen Wi-Fi-Catcher, der dann irgendwie auf mehrere Kilometer kann er halt offene Wi-Fi jetzt irgendwie empfangen und wenn Sie kein Passwort haben, dann komme ich da rein. Kann aber auch eine Mobilkarte nochmal rein, also eine Mobilfunkkarte reinstecken und dann habe ich quasi Mobilfunk oder Starlink, je nachdem, was ich brauche. Für meinen Job bin ich wirklich super viel unterwegs und eigentlich immer nur mit Handgepäck. Und ich schwöre, das Nervigste sind nicht mal die Flüssigkeiten an sich, sondern diese kleinen Reisfläschchen. Ich habe jedes Mal Shampoo und Spülung da reingefüllt. Problem ist nur, die sehen halt alle gleich aus. Und ich habe es versucht mit Edding drauf zu schreiben. Ich habe Aufkleber drauf gemacht und nach einmal duschen war halt immer alles weg. Und dann stand ich im Bad und wusste nicht mehr, was ist Shampoo, was ist Spülung, was ist Duschbad. Deswegen bin ich irgendwann auf feste Produkte umgestiegen und seitdem habe ich immer den Duschbrocken dabei. Ich nutze den einfach als Duschgel und Shampoo in einem und gerade auf Reisen ist das für mich mega praktisch, weil ich mir diese ganzen Flüssigkeiten spare, nichts auslaufen kann und ich einfach viel weniger mitschleppen muss. Der schäumt richtig gut und fühlt sich einfach an wie ein normales Duschprodukt, nur eben in fester Form. Und ich habe für euch jetzt ein richtig gutes Upgrade ausgesucht. Wenn ihr das Hair and Care Paket bestellt bei Duschbrocken, bekommt ihr zusätzlich noch den festen Conny Conditioner und den Gesichtsreiniger dazu. Gerade das finde ich auch auf Reisen praktisch, weil Conditioner und Gesichtsreinigung ja normalerweise auch wieder flüssig sind. Und so habt ihr einfach alles in fester Form dabei. Mit meinem Code Upgrade-Peace bekommt ihr dieses Upgrade im Wert von 21 € gratis dazu. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Also gekocht wird drinnen im Auto mit Induktion, also es hat ein recht großes Stromsystem, Elektrosystem, aber draußen habe ich auch noch so eine kleine Außenküche, genau, das heißt, die wird dann mit Gas laufen. Sobald ich dann in Kanada bin, kaufe ich mir dann halt einen kanadischen Anschluss. Das ist alles noch ein bisschen wackelig hier, das muss ich noch mal besser machen. Aber ja, die Idee ist, dass man wahrscheinlich eher draußen kocht als drin. Und gerade wenn man halt geruchsintensive Gerichte zubereitet, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man einfach lieber draußen kocht als drin. Aber cooles Teil, glaube ich. Also ich habe jetzt schon irgendwie Freude daran. Ja, aber ansonsten sieht man es halt sehr viel Stauraum überall, rund um das Auto herum. Auf der anderen Seite ist dann noch der Abwassertank. Landanschluss sollte ich mal irgendwie 230 Volt brauchen und
ja, so super Gimmicks hier verbaut worden in dem Auto. Ja. Also ich wusste, ich werde es unterschätzen, weil ich war handwerklich halt wirklich also nicht die hellste Leuchte am Himmel. Also ich hatte Angst vor Strom davor und also wirklich, ich konnte das nicht. Ne? Als ich das Auto gekauft habe, haben meine Brüder, die wirklich so Hardcore-Handwerker sind, die beide gesagt, also ein Typ wie du baut jetzt ein Feuerwehrauto auf. Okay, kann man machen. Und ich wusste, ich werde es unterschätzen. Ich habe aber nicht gewusst, dass ich es so sehr unterschätze. Weil es ist alles ein Rabbit Hole. Alles hat eine unendliche Tiefe. Und ich hatte schon eine Vision. Ich wusste, wie ich aussehen soll. Also auch die Qualität, sage ich mal. Und die ganzen Features. Aber wenn man halt handwerklich keine Ahnung hat, dann merkt man erst, was für eine extreme Tiefe alles hat. Also das geht los wie, ja, ich suche mir jetzt ein Holz aus. Es gibt 1 Trillion Holzsorten. Und das kann man beizen, zweimal beizen, dreimal beizen, ölen, was auch immer. Das sieht dann auch immer anders aus. Das geht über die Beschläge, das geht über die Fenster, das geht über die Kabel, alle elektronischen Geräte. Alles ist ein Rabbit Hole. Und ich bin halt auch so ein Geek irgendwie. Ich will das dann halt auch verstehen. Und ich habe gefühlt einfach 3 Jahre nur damit verschwendet, irgendwie mich einzulesen. Das Problem war halt einfach, das Auto stand in Konstanz. Ich selber wohne in Zürich. Und es ist zwar nur eine Stunde entfernt voneinander. Das Fahrzeug eben bei einer Garage in Konstanz, das ist halt immer eine Stunde Fahrt. So, und ich habe einen Fulltime-Job gehabt und konnte halt nur am Samstag quasi am Fahrzeug arbeiten. Und ich kam halt überhaupt nicht voran. Also die ersten 2 Jahre hat mir noch mein Bruder geholfen, der Schreiner ist. Aber er hat auch Familie. Das ging auch. Wir kamen einfach nicht voran. Also wir haben gesagt, das ist so ein cooles Projekt und wir haben irgendwie was gemeinsam. Wir wollten das unbedingt zu 100% zusammen machen. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber irgendwann vergehen halt die Jahre und man sieht halt kaum Fortschritt und denkt so, ja, ich will doch eigentlich reisen. Eigentlich wollte ich schon seit 3 Jahren unterwegs sein. Und ja, und dann kam halt irgendwann so die Entscheidung, okay, ich nehme das quasi aus Konstanz weg, gebe es einem Hersteller, der halt spezialisiert ist für Fahrzeugumbauten und er hat es für mich fertig gemacht. Aber da hatte ich schon alles. Also da hatte ich schon das ganze Holz, alles war schon zugeschnitten tatsächlich. Auch das Bearbeiten, das Beizen, alles, das ganze Design, das war alles schon da. Also ich kam einfach mit einem Berg voller Holzstücke da irgendwie an. Ja, genau. Also die Leiter kann man dann halt einschieben. Und dann kommt man eigentlich schon ins Auto. Aber ja, Doppelbett, 1,40 breit, 2 Meter lang. Ja, mal ein Dettchen hier. Das kann ich auch mal mit Magneten machen, genau. Guck, geht schon mal nicht. Ja, muss ich später machen. Das passiert, ne? Ja, das wird wahrscheinlich noch öfters passieren, dass irgendwas auseinanderbricht. Genau, 1,40 mal 2 Meter. Darunter ist halt eben dieser Stauraum, darunter ist die Elektrik, dahinter ist das Wassersystem. Also sind so 4 Filter, also ich glaube 2 Keramikfilter und 2 Kohlefilter. Ein Tank ist auch unterm Bett, ich glaube 250 Liter, also damit kommt man dann fast 2,5 Wochen, wenn man alleine reist, wahrscheinlich gut zurecht. Darunter ist die Heizung mit dem Boiler für warmes Wasser. Genau, und die Küche ist, wie man sieht, halt so ein bisschen zweigeteilt. Also hier ist einfach Spülen. Die ganze linke Seite des Fahrzeugs ist eigentlich Wasser. Das ist alles, was mit Wasser zu tun kommt, kommt von da hinten, quasi unterm Bett, in die Heizung, wird aufgewärmt. Hier ist die Spüle und dann kommt hier noch die Dusche. Und dann wird auch auf der Seite ist dann auch der Abfluss und so weiter. Und auf der Seite ist dann hier gar kein Wasser. Kleine Induktionsküche, ganz viel Stauraum. Hier ist noch so ein bisschen dieses Kommandocenter, sagen wir mal. Hier sieht man dann nicht, ne, wie viel Solar von oben kommt, wie viel Wasser ich noch habe. Die ganzen Schalter. 230 Volt ist auch natürlich dran wegen der Induktion. Ja, und ansonsten kann ich hier noch meinen Tisch rausziehen. Genau, und dann kann ich da. Das ist so mein Arbeits- und Essbereich wahrscheinlich in der Zukunft. Genau, und ja, klein, aber fein. Dann kann ich hier kann ich noch ein zweites Brett hin tun. Das ist gerade da unten mit einem Polster, das auch unterm Bett ist. Und dann kann ich hier noch ein zweites Bett machen. Das heißt, auch wenn ich mal zu dritt reisen sollte, geht das ohne Probleme. Ist auch ein Dreisitzer, 3 Gurte, 3 Betten. Da kann man hier auch als kleine Familie kann man auch gut unterwegs sein. Also ich weiß es sehr genau tatsächlich, weil ich es vor 3 Tagen einen Gutachten gemacht habe. Da musste ich auch irgendwie meine ganzen Belege und so weiter einreichen. Ja, es ist unfassbar teuer geworden. Es war so nicht geplant. Ich dachte, ich komme jetzt vielleicht so bei 160.000 raus, sowas. Weil ich auch die Idee hatte, es selbst umzubauen. Das hat mit viel Zeit.
Aber dann eben ging es nicht voran und ich musste zum Hersteller gehen. Und ein Hersteller hat natürlich halt die ganzen Mitarbeiter, aber die müssen ja noch Geld verdienen. Das heißt, die Stundenlöhne sind dabei 100, 150 Euro. Und das ist hier alles custom-made. Das ist ja nichts irgendwie, dass du fertig kaufst, irgendwie in meinem Küchenhaus, so jetzt stelle ich eine Küche rein. So, das ist ja alles custom-made und dann ist es explodiert. Das ist einfach explodiert. Und das war halt auch nicht einfach, ne? Weil das ist ja auch alles Reisegeld eigentlich gewesen und hat mich dann halt natürlich auch ein bisschen eingeschränkt in meiner Freiheit, irgendwie noch mehr sparen, noch mehr nur noch für das Auto, damit dann später noch genug Geld da ist, quasi zu sagen, okay, jetzt kann ich noch 1, 2 Jahre auch ohne Arbeit, sage ich mal, ein bisschen reisen. Und der Vorteil ist halt beim Reisen im Fahrzeug, das Fahrzeug ist zwar teuer, okay, aber das Reisen selber ist dann überschaubar, weil du keine Hotelkosten mehr hast, in der Regel. Ja, und gerade so Kanada, USA, da findest du ja teilweise, gerade in den Städten, unter irgendwie 200, 300 Dollar pro Nacht einfach nichts mehr. Und dann, ja, dann ist es natürlich günstiger mit dem Auto. Ja, aber die 250.000 werde ich sicher nicht mehr reinfahren. Außer ich ein paar 10 Jahre oder so. Ja, kann ja sein. So ist eine Dieselheizung, aber auch eine 230 Volt Heizung. Also wenn du sagst, ich habe ja sehr viel Strom in den Batterien oder ich bin sehr hoch in den Bergen, ich denke da so an die Anden zum Beispiel, ab 4.000 Meter oder ab 3.000 kriegen Dieselheizungen schon ein bisschen Probleme, weil dann das Luft-Diesel-Gemisch nicht mehr passt. Und dann kannst du eigentlich spätestens dann auf 230 Volt umschalten. Das heißt, Warmwasser und aber auch die warme Luft werden dann einfach durch 230 Volt dann erhitzt. Das ist auch ein Riesenklapper, das kann man hier runternehmen. Genau, und dann ist die hier quasi, genau. Na, und die hat halt auch einen Thermostat. Alles ist hier so an das Internetsystem hier angebunden. Das heißt, ich könnte auch unterwegs, wenn ich irgendwie gerade am Wandern bin und auf dem Weg nach unten, könnte ich quasi mein Auto schon erreichen über eine App und dann sagen, heiz schon mal das Wasser vor, weil ich danach duschen will oder sowas. Also sind so ein paar Gimmicks da. Hier ist einfach ein kleiner Kühlschrank. Der ist fast leer, weil ich nichts mitnehmen darf, außer natürlich Fotofilme. Die braucht man, die muss man kühl lagern, damit sie gut halten. Und dann habe ich hier einfach noch ein kleines Schuhfach. Genau, kann man ganz gut gebrauchen, glaube ich, aber auch für Jacken. Mein Bild aus Afrika und dann ist hier noch ein großer Kleiderschrank, ein kleiner Spiegel, genau, und ja, das. Dann, was ich besonders mag, ist, glaube ich, meine kleine Bibliothek mit ganz vielen Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Also ein paar sind also meine Lieblingsbücher, aber die meisten, ich glaube 90% habe ich noch gar nicht gelesen. Das waren entweder Empfehlungen von Freunden oder von den Mitarbeitern in der Bücherei. Genau, da freue ich mich drauf, die alle mal zu lesen. Ja, ansonsten ganz viel Stauraum überall, wie man sieht, kann man wirklich sehr, sehr viel Platz. So, dann noch da unten noch für Flaschen, für alles Mögliche. Hier ist noch nichts drin, hier ist noch alles ganz schön wild, weil eben das Auto wird jetzt verschifft nach Kanada und man darf kein Essen mitnehmen, kann gar nichts. Und deswegen ist das alles noch ein wildes Summasodium. Ja, das ist also sicher ist es ein bisschen einfacher in der Schweiz, garantiert. Also ich habe ja lange in Deutschland gelebt, ne, habe ja auch studiert in Deutschland. Die Gehälter sind einfach ganz, ganz anders. Und du hast natürlich ein extrem teures Leben dort. Also Zürich ist, glaube ich, die teuerste Stadt der Welt. Oder war es mehrere Jahre hintereinander, war es die teuerste Stadt der Welt. Lebenshaltungskosten sind extrem. Aber ich hatte einfach das Glück, ich bin vor 17 Jahren in meine Wohnung gezogen und damals war das ein Gebiet, das nicht besonders beliebt war. Also da ist irgendwie die meistbefahrene Straße der Schweiz ist da durchgedonnert. Was ich nicht wusste, und ich bin halb taub, mir ist das sowieso egal. Und das hat sich komplett gewandelt. Die haben die ganze Straße umgebaut und jetzt ist es einer der beliebtesten Bezirke der ganzen Stadt, überall Cafés und sowieso. Und Mieten sind explodiert. Meine aber halt nicht. Das heißt, ich zahle immer noch die Miete, die ich halt vor 17 Jahren gezahlt habe. Und das ist für Züricher Verhältnisse extrem wenig. Das heißt, dadurch konnte ich schon sehr, sehr viel sparen. Ne? Und klar, zusätzlich kommt natürlich das Schweizer Gehalt. Wenn man sich da ein bisschen zurücknimmt und sagt, ich will nicht jeden Tag essen gehen und irgendwie die ganze Zeit aus und Riesenurlaube und so weiter, dann kann man, glaube ich, in der Schweiz tatsächlich deutlich besser Geld sparen als in anderen europäischen Ländern oder wahrscheinlich international sogar.
man muss halt diesen Weg gehen wollen. Ne? Also klar, ich wollte mich halt reduzieren, weil das war mein Projekt, da ist mein Geld hingeflossen. Ich hab weder Kinder, Familie, noch eine Partnerin. Das heißt, ich konnte tatsächlich alles Gesparte in dieses Auto stecken. Und das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber irgendwie hat das damals irgendwie Sinn gemacht. Und irgendwann war ich so knietief drin, dass ich sage, jetzt kann ich ja nicht mehr aufhören. Ich komme ja nicht mehr raus aus dieser Nummer. Und dann habe ich es halt einfach dann zu Ende gemacht. Ja. Aber ja. Es ist eine Wohnung. Es ist halt, ja, für das Geld kriegst du halt in gewissen Teilen in Deutschland wahrscheinlich eine kleine Wohnung, eine Einzimmerwohnung. Und am Ende ist es genau das. Das ist mein Erspartes. Ich bin jetzt Mitte 40, ist jetzt hier drin. Und es ist halt noch ein bisschen übrig tatsächlich, dass ich noch reisen kann. Also eben da unten, da kommst du vielleicht noch mit der Kamera noch hin, ist dieser weiße Kasten, den nennt man Bayernluft. Das ist ein Luft-Wärmetauscher von der Firma Bayernluft, also die kommen aus Bayern tatsächlich. Und was der macht, der nimmt quasi verbrauchte Luft aus dem Auto und auch Feuchtigkeit aus dem Auto. Also gerade wenn man irgendwo steht, wo es sehr viel regnet oder die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann hat man in den Autos oft ja das Problem, dass dass da einfach Feuchtigkeit drin ist, ne? Dass das in den Klamotten drin ist, ne? Dass das irgendwie im Holz drin ist und so weiter. Und der Luftwärmetauscher zieht dann die Feuchtigkeit, aber auch die verbrauchte Luft aus dem Fahrzeug raus und gleichzeitig zieht er frische Luft von außen an, erwärmt sie. Und dann heißt, du hast hier eigentlich immer frische, relativ trockene Luft. Und das heißt, funktioniert erstaunlich gut, kommt eigentlich so aus der Kellertechnik. Und wenn man sowas einbaut, dann spart man sich so wie nennt man das? Der TÜV hat also so eine Regel seit ein paar Jahren, ich glaube seit 5 Jahren, dass wenn man mit Induktion, also mit Strom oder mit Gas kocht, muss man im Boden seiner Kabine und im Dach eine Öffnung haben, damit es eine Luftzirkulation ist und hier gefühlt keiner ersticken kann. So, man will aber nicht unbedingt Löcher in seine Kabine bohren, weil man hat ja extra irgendwie Geld gezahlt, dass das alles so ein bisschen isoliert ist, ein bisschen schön aussieht, sage ich mal. Und damit kann man das halt umgehen. Das ist für den TÜV okay. Der sagt, okay, es geht ja eigentlich nur um die Luftzirkulation und das kann man mit der Bayernluft machen. Und der Vorteil ist, man hat zusätzlich die Feuchtigkeit aus dem Auto und das ist ganz gut, genau. Ja, dann ist halt hier noch das Badezimmer. Es ist wie vieles andere noch sehr, sehr kahl. Hat noch gar keinen Schmuck, weiße Farben. Sieht noch ein bisschen steril aus, aber da freue ich mich eigentlich schon drauf, dass ich dann, wenn ich unterwegs bin, vielleicht mal einen Künstler kennenlerne, der mir hier die Wände ein bisschen verschönert. Das ist ja dann quasi die Duschwanne unter mir. Und zum Duschen habe ich dann halt einfach hier, das könnte ich theoretisch auch die ganze Zeit dran lassen, aber dann klappert es während der Fahrt. Aber dann habe ich einfach hier so einen Duschschlauch und den kann ich dann hier so runternehmen. Den kann ich dann hier so andocken. So, ja. Voilà. Und dann habe ich hier hier kann ich halt auch mischen, Warmwasser, Kaltwasser und so weiter. Genau. Und jetzt kommt dann hier noch irgendwo eine Halterung hin, dass ich dann einfach unterwegs duschen kann. Und unterm Auto hinten ist auch noch eine Außendusche, das gleiche System. Das heißt, ich kann den gleichen Schlauch einfach dann draußen anschließen und kann dann, wenn ich vom Strand komme oder mein Fahrrad abspritzen will, dann kann ich das dann auch machen. Genau. Habe ich erst überlegt, Duschvorhang, weil ich aber 4 Filter hinten drin habe, also eben 2 Keramik und 2 Kohlefilter, ist der Wasserdruck gar nicht so stark hier. Das heißt, also es reicht zum Duschen, aber es ist nicht so, dass es dann hier so, weißt du, so wie zu Hause, so eine richtige Regen- oder Wasserfalldusche, das ist halt nicht. Deswegen, es fällt halt so raus und es ist okay zum Duschen, aber bis jetzt habe ich es nicht gebraucht, deswegen passt das schon. So. Ja, also eben im Badezimmer hat es dann noch diesen Durchstieg. Das ist wie so eine kleine Notfalltür. Das heißt, auf der anderen Seite ist dann das Fahrerhaus. Bedeutet, wenn es mal irgendwie ungemütlich wird, wenn ich hier drin bin, nachts oder irgendwie sowas, oder wenn ich irgendwie im Schlamm stehe oder es hat geregnet und ich will halt irgendwie nicht aus dem Auto raus, dann kann ich da halt direkt einfach ins Fahrzeug, in die Fahrerkabine und dann losfahren. Und andersrum auch, sollte ich mal zu zweit fahren zum Beispiel oder so, dann kann der Beifahrer theoretisch während der Fahrt hier mal durchsteigen und, weiß nicht, Cola holen. Ich hätte mir nichts lieber gewünscht, als jemanden kennenzulernen, der halt Lust auf sowas hat. Also gar nicht sich finanziell beteiligt oder irgendwie so, sondern was so, hey, das ist so cool, was du machst. Ich will mit dir mitfahren. Ja, ich will mit dir durch die Welt fahren. 1, 2, 10 Jahre, egal. Ne? Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass das einfach ist, jemanden kennenzulernen, ne? eine Frau kennenzulernen, die halt
so dieses Abenteuerliche irgendwie mit mir teilt. Und, aber gefühlt, also entweder hatte ich wirklich extrem Pech, aber in Zürich habe ich sie nicht gefunden. Ne? Und das ist so nach 17 Jahren Zürich, es ist schon so eine Performerstadt. Es geht wirklich einfach um Geld, einfach wirklich um Karriere und Machen und Dinge besitzen und alles. Das will ich auf gar keinen Fall irgendwie verallgemeinern, weil das natürlich auch ganz viele Leute sind, die anders denken. Aber ich habe das Gefühl, es ist schwieriger, dort jemanden, also jemand wie ich, hat da, glaube ich, ein bisschen mehr Mühe, jemanden kennenzulernen, der so ähnlich tickt. Ne? Also ich habe natürlich schon Leute kennengelernt, auch Frauen kennengelernt, die dann sagen, hey, super spannend, finde ich, so cool, aber kann ich mir nicht vorstellen, weil dann bin ich ja quasi aus meinem Job raus und alles und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Irgendwann wurde es mir einfach zu anstrengend, dann immer das Gleiche, immer noch, ja, und cool, aber irgendwie nicht. Dann habe ich irgendwann aufgehört zu daten, tatsächlich. Du hast hier so ein Bedienpanel, hier dann quasi, ne? Hier. Genau, dann kannst du aussuchen, wie groß dieser Beutel sein soll, den du haben willst. Aber du kannst halt eben, wenn du halt hier aufmachst, siehst du, dann ist halt dieser Einsatz drin. Ne, dieser Plastikeinsatz. So. Und das ist jetzt wirklich, wenn du sagst, ich muss Nummer 1, dann fließt das da rein und dann kannst du den halt was da rausnehmen. Ne? Und dann kannst du das quasi entsorgen. So, und das ist einfach dann Nummer 2. Und das ist total schräg, das sind einfach Beutel, ne? Aber eben die sind mittlerweile auch biologisch abbaubar. Und dann machst du dann halt, was du machen musst. Und dann drückst du einen Knopf und dann wird das verschweißt und fällt unten dann in diese kleine Kammer. Und die kannst du dann halt in den Restmüll dann wieder entsorgen. Ja, ansonsten habe ich geliebt, mit Magneten zu arbeiten und mit Klett. Also ich habe das irgendwie mit meinen Lämpchen, ne? Das heißt, die sind aber auch transportsicher. Das ist einfach mit Klett. Und ich finde die super, ja. Weil die kann ich jetzt auch mit nach draußen nehmen, mit meinem Campingtisch und so weiter. Aber die hebt bombenfest. Also ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal probiert. Die hält die Fahrt wirklich, wirklich gut. Genau, und die Fenster, was Magneten angeht, ich wollte halt einfach gar keinen GFK sehen in dem Auto. Ich wollte keine weißen Flächen, ich wollte ganz viel Holz haben. Und die Fenster haben aber natürlich diese Rollos drin. Ne? Also man kann das halt wieder verdunkeln oder halt das Fliegengitter runter machen oder halt eben beides. Und wenn das mal kaputt ist, dann muss man da halt irgendwie ran. Und das geht natürlich nicht, wenn man da so einen Holzrahmen hat. Und die Idee war dann halt wirklich so, Magnetrahmen zu bauen. Das heißt, es ist alles magnetisch. Das heißt, wenn da was ist, kann ich das rausnehmen und daran arbeiten und dann ist er wieder dran. Genau. Und das ist an allen Fenstern so, auch an dem da oben. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Lösung geworden am Ende. Ja, da hinten einfach eine kleine Leseecke wieder. Meine Magazinecke. Genau, das ist es eben. Und das ist so ein bisschen der Nachteil einer gebrauchten Kabine. Also ich habe die Kabine eigentlich war vom Design her genauso, wie ich sie haben wollte. Also ich wollte genau da die Fenster haben, ich wollte genau die Türen haben, ich wollte auch hier das Bett haben. Nur die Höhe des Betts, die war halt so vorgegeben, weil außen diese Türen sind. Und ich hätte sie flacher, dafür breiter gemacht, aber der Vorbesitzer hat sie lieber höher gemacht, wie es auch immer. Und der war wahrscheinlich ein bisschen kleiner als ich. Das heißt, wenn ich hier sitze, ist es halt jetzt ein bisschen eng. Aber damit kann ich leben. Genau, dafür ist es jetzt eine schöne Koje geworden. Und hier meine Mama hat mir noch so schöne Vorhänge gemacht. Dann kann ich jetzt zumachen und dann ist es gute Nacht. Genau. Also wenn ich richtig gemütlich hier zu schlafen und hier so aufzuwachen. Ja. Also ich werde sicher versuchen, jetzt die Fotografie ein bisschen nach vorne zu treiben. Ne? Dass ich da vielleicht wirklich so mit Magazinen wieder zusammenarbeiten kann. So ein bisschen wie in der Vergangenheit. Mit dem Benefit, dass sie jetzt eigentlich keine Reisekosten mehr für mich bezahlen müssen, weil ich habe ja meine Wohnung dabei. Also ich könnte auch tatsächlich für mehrere Wochen irgendwo hin und eine schöne Fotoreportage oder mit Bild und Text quasi generieren. Ich werde sicher auch versuchen, so ein bisschen die Fotosachen online so ein bisschen weiter zu treiben. Also vielleicht einen Printshop aufmachen, ne? So ein bisschen so irgendwie, ja, was man da halt eben machen kann. Ich will mich aber auch als Ingenieur so ein bisschen vielleicht versuchen, selbstständig zu machen. Ich habe schon lange Ideen, die ich umsetzen möchte, also so Plattformen designen, quasi programmieren und vielleicht dann tatsächlich Maschinenbauunternehmen anbieten, einfach um ihre internen Prozesse einfach so ein bisschen zu verbessern. Aber es sind erstmal nur Ideen, da ist noch nichts Festes dahinter und ich hatte auch einfach keine Zeit bis jetzt, neben dem Auto und neben dem Fulltime-Job, neben dem Leben, auch noch irgendwie im Engineering da so ein bisschen Fuß zu fassen zu können. Ich habe beim Reisen, glaube ich, gelernt,
die Welt ist nicht so böse, wie sie gerade aussieht. Man hat ja irgendwie das Gefühl, es geht ja von einem Elend ins nächste, also dass die Welt ja schlimmer ist als jemals zuvor. Leider ist sie sehr exponiert im Moment. Ne? Das heißt, wir kriegen ja instant innerhalb Sekunden alles mit. Das gab es früher, aber vom Internet gab es das halt nicht. Früher vom Internet sind auch schlimme Dinge passiert, ständig, überall. Man hat sie halt nicht gesehen. Und jetzt kann man natürlich drüber streiten, was gut oder schlecht ist, dass wir alle sehen oder nicht. Aber es macht ja halt etwas mit einem. Und ich kenne ja das von mir, aber auch von meinem Umfeld und noch vielen Leuten, mit denen ich spreche. Man ist ja in dieser Dauerohnmacht. Ist ja nonstop ohnmächtig, weil du siehst, wie diese, Entschuldigung, alten weißen Männer da halt die Welt untereinander aufteilen, ja, und einfach nur Elend und Tod verursachen. Aber meine Lesson ist tatsächlich so, weil ich da auch ein bisschen gereist bin im Leben, die Welt ist nicht so böse, sie ist auch nicht so schlecht, das Gute überwiegt absolut. Leider ist das Schlechte deutlich exponierter und kriegt eine viel größere Bühne als das Gute. Und das muss man oben halten. Das muss man oben halten, man muss sich an den kleinen Dingen erfreuen, man muss auch mal weggucken. Also man muss nicht jeden Tag Trump im Fernsehen sehen, ganz ehrlich nicht. Da wird sich nicht viel verändern. Ne? Und wirklich sich reduzieren, einfach auf die Liebe um einen rum konzentrieren, um die Leute um sich rum und versuchen halt irgendwie seine kleine Welt um sich rum halt wieder nach oben zu bringen, weißt du, so in diese Positivität rein. Und früher oder später wird sich das alles so ein bisschen verflüchtigen und kann ja fast nur besser werden. Ne? Aber die Welt ist nicht so böse und nicht so dunkel, wie viele glauben und sehen. Man muss aber manchmal einfach mal rausgehen. Ne? Also deswegen liebe ich das Reisen. Es öffnet die Augen und man sieht so viel Schönes. Man lernt so viele tolle Menschen kennen und man sieht so viel Gutes, dass dann halt das Schlechte, das geht einfach vergessen. Ja? Und vielleicht so als letzter Tipp, das habe ich damals, als ich 2017 meine Südamerika-Reise angefangen habe. Da habe ich lange drauf gespart, ne? Mit Rucksack und 6 Monate und Sabbatical und so weiter. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat der Orange Man seine erste Amtszeit gewonnen. Also der hat dann gerade angefangen. Und ich habe mir damals gesagt, ich werde mir das von dir nicht vermiesen lassen. Und ich habe 6 Monate nicht einmal Nachrichten geschaut. Die ganze Reise, ich habe keine App angemacht, ich habe nichts, kein Fernseher, kein gar nichts. Und das war ein Traum. Das war ein absoluter Traum.